Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf ganz YouTube gibt, denn ich habe die schönsten Begleitungen hier sitzen. Dana Rolle. Danke. Ich dachte, du zeigst jetzt auf dein Klavier. Ja, tue ich. Guck mal, wenn du genau hinschaust, zeige ich aufs Klavier. Nein. Du zeigst auf mich. Okay, genug mit dem Quatsch. Leute. Butch schimpft auch schon. Butch schimpft schon. Okay, Folgendes. Dieses Wochenende, ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr es gesehen habt, kommen etwas weniger Videos, ja, aber trotzdem jeden Tag ein K-Pop-Video, dafür haben wir gesorgt und ein anderes Video, ja, also wir haben ja jetzt so ein AB-Ding, AB 1, 2, irgendwas, auf jeden Fall ein K-Pop, ein anderes und jetzt aber nur Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Dienstag, ja, auch noch, weil wir sind komplett von Freitag. Freitag bis Montag. Sind wir unterwegs. So, ja, und ja, wenn ihr dieses Video seht, waren wir schon auf dem Blackpink-Konzert. Ihr könnt euch das Ganze vielleicht sogar noch anschauen, weil wir das Ganze auf Instagram festhalten wollten. Mit Story-Highlights vielleicht, je nachdem, wann dieses hier kommt. Sonntag. Ja, es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Willkommen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ihr habt nicht zu viel gefeiert am Wochenende. Wir waren Freitag auf dem Blackpink-Konzert. Ist das weird, Alter, wenn man so redet. Das ist total komisch. Eigentlich ist es Donnerstag, jetzt gerade. Und wir waren Freitag auf dem... Es ist Donnerstag. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ihr dieses Video seht, es ist Sonntag und wir waren Freitag schon auf dem Blackpink-Konzert. Genau, und darum geht es jetzt nämlich, jetzt habe ich das Falsche gedrückt, dass ihr das auf Instagram euch anschauen könnt und nachverfolgen könnt, was wir da gemacht haben und gesehen haben. So, da wird es nochmal eingeblendet. Es ist aber unten auch nochmal verlinkt, Dana auch. Und wir kommen jetzt zu dem Dreamcatcher. Song, den ihr euch so oft gewünscht habt. Dreamcatcher mit dem Song Piri. Es geht ja mehr hier in die K-Rock-Richtung, habe ich gehört und gelesen. Deswegen bin ich umso gespannter, wie es ist. Und wir gucken einfach mal. Und ich hoffe, mein Stuhl quietscht nicht so wie in dem Song von Blackpink. Du musst ruhig sitzen bleiben. Ja, kann ich nicht. Nee, wäre ich nervös. Dann wackel ich gleich mit dem Kopf. Dann wackel halt mit dem Kopf, aber dann nicht mit dem Stuhl. Das sieht aber auch komisch aus. Das ist doch egal, dafür quietscht es nicht. Oh, und sie schöne Haare. Guck mal, auf Instagram habe ich doch letztens mit dem Filter, hatte ich so pinke Haare und gefragt, ob ich die pink färben soll. Was kamen da eigentlich an Antworten? Die meisten haben für Ja gestimmt. Oh Gott. Ich will das nicht. Oh, ich glaube, ich traue mich auch nicht. Ach, Gott sei Dank. Okay. Claps, ne? Und die E-Gitarre. Claps und Pfeifen und... Ja. E-Gitarre. Dun, dun. Oh, das war echt eine richtige fette Rockgitarre, hört man sofort. Guck mal, wie schön pink die sind. Ja. Oh, das ist ein geiler Rhythmus direkt schon, dieses Terminator. Oh. Nicht Mission Impossible? Ja, auch, aber es geht da nur um den Rhythmus, wie das gespielt ist. Gibt es in vielen Varianten, aber wenn das so schon ist, finde ich schon direkt geil. Mal gucken, wie es weitergeht. Oh. Krasse Harmonien, viel harmonisiert hier gerade, die Stimmen, sehr, sehr nice. Aber so ein 808 Subbass drunter, so ein 808, ja, wie im Trap. Da klingelt es schon wieder. Guck mal bitte schnell. Wer ist das denn? Hat vorhin schon jemand geklingelt. Vielleicht ist es die Post. Ja, also wirklich so ein 808 Subbass, der irgendwie Wirklich interessant, ja, da muss man ganz schnell die Tür aufmachen. Das hat vorhin schon bei irgendeinem Video geklingelt, da habe ich verpasst. Vielleicht ist es ja was Wichtiges. Aber wir können ja hier weitermachen. Ah, richtiger Auftakt hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, da bist du schon wieder. War das was Wichtiges? Nein. Ja. Gut, spielt immer noch. So, du hast also eben der Subbass, ne? Ja. Ja, sagt er auch. Ich dachte auch, jetzt kommt so ein Hardcore-Auftakt im Pre-Chorus. Aber dann hat es dann wieder schön harmonisch zart hingelegt für den Pre-Chorus. Sehr, sehr schön. Übrigens geil, dass der deutsche Untertitel ist. Butch. Ja.
Ist tatsächlich. Ja, willst du was sagen? Die zartrosa Outfits. I love it. Ja. Okay. Oh. Guck mal. Schick. Krass, alle so verschiedene Blazer und Black Tie Varianten. Hier so richtig Smoking. Mit so einem, wie heißt es, Frock. Aber der hat wie so ein Cape hinten noch dran, ne? Ja, aber das ist ja wie bei so einem, jetzt fällt mir natürlich der Fachbegriff wieder nicht ein. Aha. Weißt du, so ein schon wieder alles verlernt aus dem Studium. Smoking-Dings. Da geht es ja hinten, ist es Tuxedo? lang. Tuxedo, ja. Das ist dir nicht eingefallen. Ja, Tuxedo. Ah ja, stimmt, ja. Okay. Da ist hinten auch so lang und vorne kurz. Das ist richtig rockig. Das ist wirklich richtig rockig. Sehr, sehr cool. Es ist mal wirklich interessant, was anderes. Echt nice. Aber schon so, hat schon auch noch so Pop-Elemente drin, oder? Ja, absolut. Aber geil. Das, voll cool. Das Ding ist ja Rock und Pop. Es gibt ja auch Pop-Rock oder Rock-Pop, wie auch immer. Die sind vom Aufbau, sind die eigentlich gleich. Nur ist die Instrumentalisierung vielleicht eine andere und vor allen Dingen gitarrenlastiger. Deswegen ist es Rock. Der Gesang ist dann vielleicht stärker, die Drums dann vielleicht nochmal anders. Zeigt die hier einen Mittelfinger? Das sieht nur so aus, oder? Nee, die zeigt einen Mittelfinger. Ich glaube nicht. Doch. Nee. Doch. Hä? Nee. Doch. Hä? Aber das ist für ein Frame, als ob die da für einen Frame Mittelfinger zeigt. Das sieht nur so aus, da ist irgendwas von der Jacke. Nee, guck mal, hier ist ihr Daumen. Da ist ihr Daumen, ihr Zeigefinger. Hä, aber das ist ja mega hin, Alter. Das ist ein Frame. Hat ihr das jetzt ins Musikvideo extra so reingearbeitet, so auf heimlich oder was? Das wäre ja heftig. Boah, Leute, habt ihr das gesehen? Ist euch das vorher schon mal aufgefallen? Das ist doch ein Mittelfinger, klar. Natürlich. Ja, irgendwie oder schon. macht sie so und Ja, das ich ist mein- nur so ein Schatten oder so. Ja, das meine ich ja gerade. Ja. Sie macht ja die Faust so und dann sieht das irgendwie nur vielleicht von der Jacke, aber es ist schon hell. An der Jacke ist da nichts Helles. Es sieht schon, warte mal, ich muss sie auf groß schalten. Wie meinen das hier? Naja, interessant auf jeden Fall. Wie hoch dieses Pfeifen? Ist Ja. das ein Pfeifen? Ja, Krass. ist schon hoch. Aber ich wollte auch sagen, was die E-Gitarre hier spielt, auch sehr geil. Na, 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 na. Also spielt genau das, was gepfiffen wird, spielt die E-Gitarre auch. Ah, bleibt oben nochmal. Es ist halt echt immer so, dass fast, ja, sehr oft, trotzdem nach der ersten Hook der Rap-Part kommt. Ja, aber krass, dass auch in so einem rockigen Lied eigentlich dann so ein Rap-Part mit drin ist, oder? Ja, gut, das kennen wir auch aus dem Amerikanischen, ne? So Linkin Park, Limp Bizkit und weiß ich nicht. Ja, aber es ist ja schon immer sehr speziell dann. Ja, So komplett üblich ist es ja nicht. Klar, gibt es auch mal, ja, aber ist schon ungewöhnlicher. ja, ich sag mal ja. Aber das Krasse ist, dass sie hier dann wirklich auch wieder so Trap-mäßig die Drum-Samples nehmen. Ja, die waren zwischendrin auch schon so ein bisschen drin, also da ist schon so ein Mix drin. Wirkt aber eigentlich nur wie ein Mix, weil eben viel E-Gitarre drin ist. Aber sonst ist es wie alle anderen K-Pop-Songs. Kommt da jetzt so eine Trap-Hi-Hat? Ja, auch Trap Hi-Hat, genau, aber auch die Ja. Clap, die drin ist und so, genau, ja. Ne, tiefer gepitchte Stimme hier.
das ist so blöd. Es fehlt auf YouTube ein Button, dass man eine Sekunde springen kann. 5 ist immer zu viel, 10 sowieso. Ein Frame ist zu wenig. Es bräuchte eine Sekunde. Guck mal, ich wollte jetzt nur die Stelle zeigen, muss 5-mal auf den Knopf drücken. Wenn ich jetzt auf 5 gedrückt hätte, wäre es zu weit gewesen. Hier, dieser Supers ist geil. So in Kombination mit dem Rest, dieser Supers ist so unerwartet, aber passt irgendwie voll fett rein. Das ist richtig nice. Das haben die auch schön gemacht, dass vorher der Part eben so, man denkt, das baut jetzt richtig krass auf, tut's ja auch, aber dann löst es richtig harmonisch auf, richtig schön. Das ist übrigens so ein Synthesizer wahrscheinlich. Oder die haben die Stimme irgendwie aufgenommen und dann mit so einem Sampler dann irgendwie so eingespielt, dass dieses das erste, was drin ist, dass das, ja. Krass. Das ist auf jeden Fall nicht menschlich. Dieses und das danach, sind dann die Mädels im Chor. Okay. Ja, gut. Und dann in dem zweiten Part des Refrains nochmal, man merkt schon, es wird noch fetter. Wie die das noch geschafft haben, ist echt krass. Boah, die Drums auch fett. Das ist halt richtig Rock hier. Ja, das ist geil. Hier, wie er spielt, hör mal genau hin, nur auf die Drums. Genau. Ich habe die Tage erst Slipknot reacted oder analysiert. Das war auch, da hast du sowas permanent nur im ganzen Song gehört. Das ist natürlich sehr extrem, aber so Sabaton oder weiß ich nicht. Ich finde da halt auch immer was raus. Ich finde das schon geil. Also gerade E-Gitarren, fette Drums finde ich geil. Also ist jetzt nicht so, dass ich nur ein weichgespülter Pop-Hörer bin. Jetzt bin ich gespannt auf den C-Part. Sehr seicht, wird sehr harmonisch. Oh, wie ein Engel sieht sie aus. Die sind schon auch hübsch, ja? Ja, ich finde die mit den rosa Haaren am hübschesten. Ich darf es nicht zu laut sagen. Ich werde direkt immer schon hier mit irgendwelchen Leuten dann Ja, also das finde ich echt ein bisschen übertrieben, weil zu sagen, die ist hübsch oder die ist so eine Süße, ist was anderes, als was eine gewisse Person in einer bestimmten Richtung ausgedrückt hat. So, das war ja nicht nur so bezeichnend, sondern direkt, was man damit dann noch machen könnte. Achso, du redest gerade von jemandem. Nee, soweit habe ich gar nicht gedacht gerade. Weil so einen Kommentar habe ich vorhin gelesen. Du hast so einen Kommentar gelesen? Ja. Unter meinen Videos? Ja. Und, aber auf mich bezogen? Nee. Ich zeig's dir dann. Nee. Nee, nicht auf mich bezogen. Nee. So rede ich ja auch nicht, auch im Alltag nicht. Das finde ich unter aller Würde und das sind einfach, hübsche junge Damen, das darf man ja sagen. Das sage ich aber auch bei Männern übrigens. Worldwide Handsome. Ja, zum Beispiel. Und Jimin und so. Ja, aber auch hier das Make-up krass, ne? Zwar dieses natürliche Nude-Ding, wie du ja schon ein paar Mal beschrieben hast und ich von dir gelernt habe. Ja, gut, die sind aber schon bisschen drüber. Smoky, ne? Ah ja, okay, genau, deswegen. Die betonen schon die Augen. Ja, sehr siehste? smoky, was ja auch wieder so in diese Rock-Richtung spricht. Ah ja, okay. Es ist also doch ein bisschen atypisch. Und auch so dieses Rot-Schwarz ist ja auch so rockige Farben eher. Okay. Also doch ein bisschen atypisch für die restlichen K-Pop-Sachen. Wobei man da auch schon einiges gesehen hat, aber normalerweise hat man ja eben dieses Natürliche eher, ne? Ja, es ist ja jetzt auch nicht so krass wie... Nee, aber ich finde, es fällt schon auf. Ja, ist schon was anderes. Und es wieder. sieht gut aus. Ja. Geil. Auch hier im Wechsel, ne? In der Position.
War übrigens eine E-Gitarre, die wir... Eine E-Gitarre? Ich meine schon. Ich denke schon. Oh, die Drums. Geil. Oh, nice. Auch hier mit dem Lauf nach unten. Oh, und dann hier die Becken zwischen. Ja, das ist Rockheim. Aber das ist echt eine E-Gitarre, dieses... Hier? Hier. Ja. Ah. Nur, dass sie halt am Ende, die würde normalerweise nicht einfach so aufhören zu klingen. Das ist dann halt in der Produktion, in der Post-Production einfach ein Cut, dass dann da alles weg ist. Aber alle anderen Sounds sind da auch weg. Die würde sonst ausklingen. Das kriegt man so tot kaum hin. Es sei denn, du hältst dann alle Seiten fest. Aber selbst dann hast du ein Geräusch von dem Seiten festhalten. Also das ist wirklich Post-Production im Editing bzw. im Mix wird das dann rausgeschnitten. Aber auch hier dann die Drums, die Becken, die dann so als Fill-In benutzt werden. Also die Subdowner, buh. Aber auch interessant, mal so eine Choreografie auf eine Rocknummer zu sehen und dann noch von, so, ich sag mal, zierlichen Mädels. Das ist schon was sehr, sehr Interessantes, muss ich sagen. Finde ich sehr cool. Und dann eben Drumfill-In. Und auch das Drumfill-In ist auch im Mixing so angesetzt, dass wir den hier auch im Stereo hören, von links nach rechts leicht bewegend und so. Ist auch eine Besonderheit. Macht nicht jeder Mix, habe ich letztens bei Slipknot gehabt, auch speziell angesprochen. Einer in den Kommentaren, ey, du bist der Erste in allen Reactions, der das mal anspricht. Das hat sonst nie jemand gemacht. Das ist wirklich auch eine Besonderheit. Das macht nicht jeder, weil du nimmst das ja mono auf, also nur quasi in einer Position und sich dann die Mühe zu machen, da eine Bewegung reinzubringen in diesen Drumfill-In, weil wenn du vor einem Schlagzeug stehst, hast du ja auch die Räumlichkeit, dass hier eine Trommel steht, da eine Trommel, da, also eigentlich hier eine Tom. Und wenn du so direkt davor stehen würdest, hättest du auch eine kleine Bewegung drin im Stereo-Feld. Vielleicht nicht so bewusst und nicht so extrem wie hier, wenn du es auf Kopfhörern hast, die übrigens unten verlinkt sind als kleine Info, aber man hört das natürlich auch mit den anderen Kopfhörern auch, zumindest dieses Stereo-Ding, aber ich weiß nicht, das ist schon was Besonderes. Ja. Geil. Fett. Also, ja gut, irgendwie Rock finde ich dann schon geil halt, ne? Höre ich privat gar nicht mal so viel. Ja, aber wer meiner Spotify Weekly Top 20 Liste folgt, die ich jede Woche auf meine Top 20 aktualisiere, aktuell sind es irgendwie 23, glaube ich, weil ich mich nicht entscheiden konnte, aber ja, die ist unten in der Infobox verlinkt. Ja, die aktualisiere ich jeden Freitag, da sind auch immer coole Songs drin, die ich gerade neu entdecke oder alte, die ich wieder entdecke und so weiter, wie zum Beispiel auch K-Pop-Sachen. Da habe ich jetzt auch die letzten 2 Wochen oder 3 Wochen die Black Keys drin gehabt. Die sind ja auch mega geil. Die fand ich auch super, super geil. Die sind cool. Die kommen gerade mit einem neuen Album, auch sehr coole, interessante Geschichte. Vielleicht, wer auf Dreamcatcher steht, könnte sich auch was von den Black Keys anhören. Also folgt gerne mal meiner Spotify-Liste auch. Und Black Keys hast du ja auch schon ein Video zu gemacht. To Go, ja. Ja, dann verlinke ich das doch vielleicht. Das kannst du verlinken, aber den Song fand ich nicht so stark wie die Nummer davor, wo ich den Titel nicht weiß. Das war die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album, fand ich sehr, sehr geil. Habe ich auch sehr gerne, sehr oft zum Start des Tages gehört. Macht so gut Laune. Hast du ja auch schon hier im Studio ein paar Mal gehört. So, vielen Dank für die Vorschläge mit Dreamcatcher. Zum Glück haben wir den endlich angehört. Zum Glück haben wir den endlich angehört und ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie wir uns gerade gefreut haben, den zu hören. Lasst gerne dafür ein Abo da und folgt uns auf Instagram, wie gesagt, damit ihr die ganze Blackpink-Geschichte vielleicht noch mitbekommt, falls euch das interessiert. Das versuchen wir gerade festzuhalten, dann in Form von Stories. Und wir müssen jetzt ganz dringend schnell los, denn wir gehen jetzt essen mit Sarugen. Grüße gehen raus, du übersetzt wahrscheinlich gerade das Video. Jetzt weißt du, warum wir zu spät gekommen sind. Die Berichte in die Zukunft. Hier ist alles so timemäßig, alles verschoben, Alter, richtig krass. Vielen Dank. Also bis gleich, lasst ein Abo da und tschüss.